Steigere dein Selbstbewusstsein. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und hallo Sarah. Schön, dass wir hier sitzen. Hallo Markus, hallo auch von mir an alle. Ich freue mich sehr. Bevor wir loslegen, stellen wir uns kurz vor, oder? Gerne? Ich bin Sarah. Ich arbeite in einer Sprachschule in Köln und helfe Menschen Deutsch zu lernen. Super. Ich heiße Markus, komme aus München und liebe Podcasts, Kaffee und gute Gespräche. Wir wollen hier locker reden, damit ihr Deutsch üben könnt. Genau. Heute sprechen wir über Selbstvertrauen, also Selbstbewusstsein. Ein wichtiges Thema, finde ich. Total. Warum haben wir das Thema gewählt? Viele Lernende kämpfen mit Unsicherheit. Neue Sprache, neues Land, neuer Alltag. Stimmt. Und nicht nur Lernende. Jeder Mensch zweifelt mal. Wir wollen zeigen, dass Zweifel normal sind und wie man Selbstvertrauen stärken kann. Vielleicht hilft unsere Erfahrung den Hörern. Genau. Und wir möchten euch motivieren, kleine Schritte zu gehen. Sarah, wann hast du zuletzt an dein Selbstvertrauen gedacht? Gestern, ehrlich gesagt. Ich musste einen neuen Kurs starten und war nervös. Interessant. Bei mir war es letzte Woche vor einer Präsentation. Siehst du, selbst wir zweifeln. Ja, und genau darum reden wir heute darüber. Markus, vielleicht erklären wir zuerst, was Selbstvertrauen überhaupt bedeutet. Gute Idee. Für mich heißt es, sich selbst zu kennen und zu akzeptieren. Ich stimme zu. Selbstvertrauen ist nicht perfekt sein, sondern freundlich mit sich selbst. Oh ja. Das wollen wir heute gemeinsam erforschen. Und wir geben Tipps, wie ihr das üben könnt, Stück für Stück. Aber zuerst, Sarah. Wie fühlst du dich jetzt im Studio? Ein bisschen aufgeregt, aber auch froh. Die Mikrofone sind neu für mich. Verstehe. Mir geben die Lichter Energie. Lass uns hoffen, dass diese Energie bei den Hörern ankommt. Bestimmt. Übrigens, ihr könnt uns gerne später schreiben, was Selbstvertrauen für euch heißt. Wir freuen uns auf eure Gedanken und Geschichten. Okay, lass uns nun tiefer einsteigen. Bist du bereit? Jawohl, dann starten wir mit der Bedeutung des Begriffs. Perfekt. Liebe Hörer, macht es euch bequem. Vielleicht holt ihr euch einen Tee oder Kaffee, wie bei einem Freund. Genau, entspannt euch. Unser Gespräch soll freundlich und leicht sein. Und hoffentlich hilfreich. Also, warum ist Selbstvertrauen heute so wichtig, Sarah? Weil die Welt laut ist. Social Media zeigt nur Erfolge. Das macht Druck. Da stimme ich dir zu. Viele vergleichen sich ständig. Selbstvertrauen hilft, ruhig zu bleiben und seinen eigenen Weg zu gehen. Es schützt vor zu viel Selbstkritik. Und es macht mutig, Neues zu probieren, etwa eine fremde Sprache. Sehr gutes Beispiel. Danke. Ich sehe jeden Tag, wie Lernende wachsen, wenn ihr Mut wächst. Dann lass uns den Zuhörern zeigen, dass wir auch einmal kleine Schritte gehen. Gerne. Aber zuerst noch eine Frage an dich, Markus. Schieß los. Was bedeutet Selbstvertrauen für dich persönlich in einem Satz? Es bedeutet, dass ich mir selbst ein guter Freund bin. Schön gesagt. Danke. Jetzt legen wir richtig los. Haltet Stift und Papier bereit, falls ihr Notizen möchtet. Oder tippt einfach im Handy, wie ihr wollt. Okay, starten wir mit unserem ersten Punkt. Selbstvertrauen verstehen. Super, legen wir los. Zuerst eine kleine Definition. Ganz einfach gehalten. Jawohl. Selbstvertrauen heißt, sich selbst zu mögen, obwohl man Fehler hat. Fehler sind normal. Niemand ist perfekt, nicht mal Sprachlehrer. Stimmt. Auch ich vergesse manchmal ein Wort. Das beruhigt bestimmt viele Hörer gerade. Hoffentlich. Also,
Ihr dürft Fehler machen und trotzdem stolz sein. Genau dieser Gedanke ist die Basis von Selbstvertrauen. Wir werden später konkrete Tipps geben. Für jetzt reicht es, das Fundament zu verstehen. Sarah, ich glaube, das ist ein guter Moment für eine kleine Pause im Kopf. Atmet einmal tief ein. Eine prägende Unsicherheit. Willkommen in unserem zweiten Teil. Jetzt geht es um persönliche Geschichten. Genau. Ich erzähle eine Erinnerung, die mir sehr geholfen hat. Ich bin gespannt. Wann spielt die Geschichte? Ich war 16 und hatte einen Sommerjob in einer kleinen Buchhandlung. Klingt gemütlich, aber als Teenager ist man oft unsicher. Absolut. Ich fühlte mich damals eher unsichtbar und sehr schüchtern. Was war deine Aufgabe im Laden? Ich sortierte Bücher, machte die Kasse und half Kunden bei Fragen. Und wo lag das Problem? Ich hatte Angst, Fehler zu machen, besonders vor älteren Kunden. Kann ich verstehen. Ältere Kunden wirken manchmal streng. Eines Tages kam eine Dame, vielleicht 70 Jahre alt, in den Laden. Okay, ich sehe die Szene vor mir. Sie suchte ein bestimmtes Gedichtbuch. Ich fand es nicht sofort. Und deine Unsicherheit wuchs? Ja. Meine Hände zitterten leicht. Ich spürte rote Wangen. Was tat die Kundin? Statt sich zu beschweren, lächelte sie geduldig. Das ist schön. Nach ein paar Minuten fand ich das Buch im falschen Regal. Erleichterung? Total. Ich übergab es ihr und entschuldigte mich mehrmals. Und dann? Sie schaute mich freundlich an und sagte einen Satz, den ich nie vergesse. Welchen? Sie sagte, mein Kind, Perfektion ist langweilig. Fehltritte machen Geschichten. Wow, das ist stark. Ich war überrascht. Sie ergänzte, du warst hilfsbereit und ehrlich. Das zählt. Wie hast du dich gefühlt? Plötzlich warm und leicht. Es war, als würde jemand ein Licht anknipsen. Ein kurzer Moment mit großer Wirkung. Ja. Ich verstand, dass Unsicherheit normal ist und Menschlichkeit wertvoll. Hat sich dein Verhalten danach geändert? Langsam. Ich begann, Kunden direkt anzusprechen, auch wenn mir das Herz klopfte. Respekt. Kleine Schritte, großer Effekt. Genau. Am Ende des Sommers konnte ich sogar Buchempfehlungen geben. Ohne Angst? Mit Restangst, aber mit Mut. Das ist der Unterschied. Ich finde deine Geschichte sehr inspirierend. Danke. Vielleicht erkennen sich einige Hörer darin wieder. Bestimmt. Viele hatten ähnliche Jobs als Jugendliche. Ich hoffe, Sie merken, ein freundliches Wort kann Leben verändern. Absolut. Lass uns kurz über die Lektion sprechen. Gerne? Erstens, Unsicherheit ist ein Signal, nicht ein Stopp. Zweitens, ältere Menschen oder Mentoren können wertvolle Spiegel sein. Drittens, Perfektion ist nicht nötig, um hilfreich zu sein. Vierter Punkt. Mut wächst, wenn man handelt. Trotz Angst. Genau. Diese Kunde war für mich wie ein Coach. Hast du sie später wieder getroffen? Nein, nur dieses eine Mal. Doch ihr Satz begleitet mich bis heute. Er begleitet nun auch unsere Zuhörer. Ich hoffe, vielleicht schreibt uns jemand, der Ähnliches erlebt hat. Das wäre toll. Geschichten verbinden. Markus, hattest du auch so ein Schlüsselerlebnis? Ja, aber darüber erzähle ich in einem späteren Kapitel. Freue mich schon. Ich auch. Für den Moment bleibt, Unsicherheit kann ein Lehrer sein. Und Freundlichkeit kann ein Türöffner sein. Das möchte ich unterstreichen. Markus, ich habe damals gelernt, meine Fehler nicht zu verstecken. Ein sehr wichtiger Schritt. Ja, wenn ich heute im Unterricht ein Wort vergesse, sage ich einfach: Moment, ich schaue nach. So bist du authentisch.
Die Lernenden sehen, dass auch Lehrende lernen. Genau. Das nimmt Druck weg. Bei Ihnen und bei mir. Schön. Ich glaube, deine Buchladengeschichte zeigt das perfekt. Danke. Es war damals klein, aber hat mein Denken groß verändert. Vielleicht hören unsere Zuhörer dieses Kapitel und denken, ich kann das auch. Das wäre wunderbar. Willst du noch etwas ergänzen? Nur eins. Beobachtet, wer euch ermutigt. Solche Menschen sind Gold wert. Da bin ich ganz bei dir. Gut. Dann schließen wir meine Geschichte für jetzt. Perfekt. Im nächsten Kapitel sprechen wir darüber, wie man Unsicherheiten neu betrachten kann. Ich freue mich darauf. Ich auch. Bleibt dran, liebe Zuhörer. Bis gleich. Schatten anders sehen. Willkommen zurück, liebe Leute. Jetzt schauen wir Unsicherheiten aus einem neuen Blickwinkel an. Ja, Markus. Ich vergleiche Unsicherheiten gern mit kleinen Schatten, die neben uns gehen. Ein schönes Bild. Schatten sind nicht böse, sie zeigen nur, dass Licht da ist. Genau. Wenn wir das Licht wechseln, bewegen sich die Schatten, aber sie bleiben Teil der Szene. Früher wollte ich meine Schatten einfach abschneiden. Das hat nie funktioniert. Ich auch. Doch dann merkte ich, dass Schatten Hinweise sind, wo ich wachsen kann. Kannst du ein Beispiel geben? Klar. Ich hatte lange Angst, laut zu sprechen. Der Schatten sagte, üb deine Stimme. Und hast du geübt? Ja. Ich las jeden Morgen eine Seite laut. Erst leise, dann mutiger. Super. Der Schatten wurde kleiner? Nicht weg, aber kleiner. Jetzt erinnert er mich nur, weiter zu trainieren. Ich mag den Gedanken, dass Unsicherheit ein Trainer sein kann, nicht ein Feind. Unsere Hörer können diese Sicht vielleicht übernehmen. Lasst uns eine kleine Übung machen. Denkt an eine aktuelle Unsicherheit. Stellt sie euch als Schattenfigur vor. Wie sieht sie aus? Groß, klein, farblos? Fragt euch nun, was will dieser Schatten mir zeigen? Welche Fähigkeit fehlt noch? Genau. Statt zu kämpfen, könnt ihr beobachten und lernen. Bei mir war der Schatten oft meine Angst vor Fremdsprachen. Ironisch, oder? Sehr ironisch, weil du heute Podcast für Lernende machst. Damals in der Schule dachte ich, jeder Fehler ist peinlich. Und jetzt? Jetzt sehe ich Fehler als Farbe in einem Bild. Ohne Fehler wäre es grau. Das ist ein schönes Bild, Markus. Danke. Der Wandel begann, als ich Austauschschüler in Spanien war. Also musste ich reden, egal wie falsch. Das klingt stressig und lehrreich zugleich. Ja. An Tag 3 lachten alle, weil ich statt Polo Polo sagte. Ich lachte mit. Der Schatten schrumpfte sofort. Lachen hilft wirklich, oder? Total. Wenn wir lachen, hat die Angst weniger Macht. Das müssen unsere Hörer ausprobieren. Lachen über kleine Fehler entwaffnet die Unsicherheit. Vielleicht schreibt ihr uns euren lustigsten Lernfehler. Wir lesen gern. Gute Idee. So wird der Schatten ein Comic, kein Monster. Fassen wir kurz zusammen. Erstens. Unsicherheit ist ein Schatten, nicht der Feind. Zweitens, schau den Schatten an und frag, was er dir zeigen will. Drittens. Handel in kleinen Schritten. So wird der Schatten kleiner. Viertens, lächle oder lache, wenn etwas falsch läuft. Fünftens. Teil deine Geschichten. Gemeinschaft macht mutig. Markus, ich merke, wie leicht ich jetzt über Unsicherheit rede. Ja, das Gespräch allein lässt die Schatten weicher wirken. Unsere Zuhörer können vielleicht mit Freunden über ihre Schatten sprechen. Oder mit Lehrern, Mentoren, wem sie vertrauen. Genau. Wichtig ist, nicht allein im Dunkeln zu stehen.
Ich würde sagen, wir haben das Konzept der Schatten gut beleuchtet. Ja. Wollen wir zum nächsten Kapitel übergehen? Gleich. Lass uns unseren Hörern noch eine Mini-Hausaufgabe geben. Oh, gute Idee. Was schlägst du vor? Schreibt heute Abend 3 Sätze. Mein Schatten heißt: Er zeigt mir, ich mache morgen. Einfach und wirkungsvoll. Ihr müsst es niemandem zeigen, wenn ihr nicht wollt. Aber wenn ihr teilen möchtet, freuen wir uns natürlich. Markus, das war ein rundes Kapitel, finde ich. Sehe ich auch so. Die Schatten haben jetzt Namen und Form. Perfekt. Dann verabschieden wir uns aus diesem Teil. Bleibt dran. Im nächsten Abschnitt gibt es praktische Schritte zum Aufbauen von Selbstvertrauen. Ich freue mich schon auf die Tipps. Bis gleich, liebe Leute. Bis gleich. Ach, fast hätte ich es vergessen. Beobachtet heute bewusst, wann ein Schatten auftaucht. Schreibt Uhrzeit und Situation auf. So erkennt ihr Muster. Genau. Muster helfen, den nächsten Schritt zu planen. Ich mache das noch immer, besonders vor großen Projekten. Und? Bringt es dir Klarheit? Ja, ich sehe, dass die Angst meist morgens stärker ist, also plane ich Pausen. Spannend. Solche Details machen den Unterschied. Vielleicht entdecken unsere Zuhörer ähnliche Zeiten oder Orte, wo die Schatten lauter werden. Dann könnt ihr gezielt Licht anschalten, zum Beispiel Musik hören oder kurz spazieren. So, jetzt haben wir wirklich genug Stoff für heute. Absolut. Bis zum nächsten Kapitel. Bis bald. Praktische Schritte. Jetzt wird es konkret, liebe Leute. Wir teilen 5 Schritte, die Selbstvertrauen stärken. Ja, diese Ideen sind einfach und brauchen keine großen Mittel. Erster Schritt: Verlasse täglich kurz deine Komfortzone. Das klingt groß, ist aber klein. Zum Beispiel grüße den Nachbarn zuerst. Oder frage im Café laut nach einem Glas Wasser, obwohl du schüchtern bist. Genau. Ich sage meinen Lernenden, sprecht jeden Tag einen Satz mit einem Fremden. Viele lachen, aber es wirkt. Nach einer Woche fühlt es sich normal an. Ich erinnere mich an meinen ersten Versuch. Ich stand an der Bushaltestelle. Was hast du gesagt? Nur? Schöner Tag heute, oder? Der Mann lächelte. Das war alles. Doch der Effekt war riesig, oder? Ja, mein Herz raste, aber ich war stolz. Schritt 2: Achte auf deine Körperhaltung. Stell dir vor, ein Faden zieht deinen Kopf hoch. Schultern zurück, Brust offen. So signalisierst du Stärke. Innen und außen. Wir können es kurz üben. Liebe Hörer, richtet euch jetzt auf. Spürt ihr den kleinen Energieschub? Ich schon. Ich auch. Haltung beeinflusst Denken. Das zeigt Forschung. Dritter Schritt: Bereite dich gut vor. Viele glauben, Selbstvertrauen sei Gefühl. Vorbereitung ist aber eine starke Basis. Stell dir eine Präsentation vor. Je besser du übst, desto ruhiger wirst du. Ich schreibe wichtige Punkte auf Karten. Dann rede ich laut vor dem Spiegel. Ich nutze mein Handy. Ich nehme mich auf und höre die Aufnahme. Zuerst klingt die eigene Stimme seltsam, aber das geht vorbei. Schritt 4: Mach monatliche Mini-Challenges. Jeder Monat ein kleines Abenteuer. Kino allein, neues Hobby testen, Stadtführung geben. Ich ging letzten Monat allein wandern. Erst ungewohnt, dann befreiend. Ich leitete im Job ein Teamprojekt. Ich hatte Zweifel, aber es klappte. Planung hilft. Setzt Datum und belohnt euch danach, vielleicht mit Kuchen. Sehr wichtig, denn Belohnung verankert den Erfolg im Kopf. 5. Schritt: Zähme den inneren Kritiker. Der Kritiker sagt, du schaffst das nie.
Wir antworten, ich versuche es trotzdem. Ich nutze die Technik Stopp und Tausch. Ich stoppe den negativen Satz sofort. Dann tauschst du ihn gegen einen realistischen Satz, richtig? Ja. Statt ich werde mich blamieren, sage ich kann lernen und besser werden. Für Anfänger im Deutschkurs gilt das genauso. Vielleicht schreibt ihr 2 Sätze auf Papier. Links Kritiker, rechts neue Version. Hängt das Blatt an den Kühlschrank. So seht ihr es täglich. Sarah, wollen wir ein kurzes Beispiel spielen? Gerne? Ich bin der Kritiker. Dein Akzent ist peinlich. Meine neue Version? Mein Akzent zeigt, dass ich mutig lerne. Bravo! Fühlt sich sofort besser an. Liebe Hörer, macht dieses Spiel jetzt im Kopf. Ein weiterer Tipp. Nutzt Freunde als positive Spiegel. Fragt sie, was schätzt du an mir? Die Antwort überrascht oft. Ich bekam einmal die Rückmeldung, dass meine Ruhe anderen Sicherheit gibt. Das hast du wirklich. Es wirkt auch hier im Studio. Danke, Markus, das baut mich weiter auf. Siehst du, schon eine kleine Stärkung. Ich möchte noch eine Mini-Idee geben. Erfolgsjournal führen. Jeden Abend 3 Dinge notieren, die gut liefen. So erkennt das Gehirn Fortschritte statt nur Fehler. Ich schreibe sogar winzige Sachen wie pünktlich aufgestanden. Genau das macht es leicht. Lasst uns die 5 Schritte kurz wiederholen. Erstens, täglich Komfortzone verlassen. Zweitens, Körperhaltung bewusst gestalten. Drittens, gute Vorbereitung. Viertens, monatliche Challenges planen. Fünftens, inneren Kritiker umformulieren. Optional plus Freunde fragen und Erfolgsjournal führen. Genau. Markus, welche Übung probierst du diese Woche? Ich werde jeden Morgen aufrecht stehen und laut Guten Morgen sagen. Schön. Ich plane eine neue Challenge. Eine Fremde nach dem Weg fragen, obwohl ich die Stadt kenne. Mutig und effektiv. Liebe Hörer, wählt jetzt euren ersten Schritt. Schreibt ihn auf und teilt ihn, wenn ihr mögt. Wir sind gespannt auf eure Ideen und Erfahrungen. Sarah, ich finde, diese Schritte geben klare Richtung. Ja, sie sind klein genug, damit niemand überfordert ist. Und groß genug, um Wirkung zu zeigen. Genau. Vielleicht hören wir bald von mutigen Bus- oder Kaffeegeschichten. Das wäre wunderbar. Jede Geschichte inspiriert die nächste Person. Stellt euch vor, eine Kette aus Mut entsteht. Schönes Bild. Damit schließen wir die praktischen Tipps ab. Im nächsten Kapitel sprechen wir darüber, wie Selbstvertrauen wie ein Muskel wächst. Bleibt also dran. Holt gern Wasser. Streckt euch, wir sind gleich zurück. Bis gleich. Wachstum wie ein Muskel. Willkommen zurück, ihr Lieben. Jetzt geht es um langsames, stetes Wachstum. Ja. Wir sagen oft, Selbstvertrauen ist wie ein Muskel. Man trainiert ihn regelmäßig. Wenn man einmal Liegestütze macht, bekommt man keine starken Arme. Richtig. Genauso wenig bekommt man starkes Selbstvertrauen nach einem einzigen Mutmoment. Also brauchen wir Wiederholung, Pausen und Geduld. Genau. Viele Menschen geben auf, weil sie den großen Sprung erwarten. Stattdessen sollten Sie den kleinen Fortschritt feiern. Ich erzähle kurz von meiner Stimmeübung. Ich las täglich laut 5 Minuten. 5 Minuten klingen wenig, aber gerechnet auf einen Monat sind es mehr als 2 Stunden. Genau. Das summiert sich. Nach 3 Monaten bemerkte ich mehr Stärke in der Stimme. Mein Beispiel ist Joggen. Ich begann mit 1 Minute Laufen, dann 1 Minute Gehen. Das nennt man Intervall. Wie lange hast du gebraucht, um 10 Minuten durchzulaufen? Etwa 6 Wochen.
Jede Woche erhöhte ich 1 Minute Laufzeit. Perfekt. So arbeitet man auch am inneren Mutmuskel. Wichtig ist auch Erholung. Ein Muskel wächst in der Pause. Das gilt für das Selbstvertrauen ebenso. Nach einer großen Präsentation braucht man Ruhe. Man kann einen Spaziergang machen, ein Bad nehmen oder einfach schlafen. Viele vergessen die Pause und wundern sich, warum sie plötzlich erschöpft sind. Ich hatte das einmal nach 3 intensiven Seminartagen. Ich war leer. Was hast du dagegen getan? Ich nahm mir einen ganzen Sonntag ohne Termine. Danach fühlte ich mich wieder sicherer. Guter Punkt. Also Training plus Pause ergibt Wachstum. Lass uns das als Formel sagen. Mutaktion Pal plus, Ruhe, stärkeres Selbstvertrauen. Gefällt mir. Wir können auch von Progression sprechen. Progression heißt, den Einsatz leicht zu erhöhen, wenn es sich leichter anfühlt. Zum Beispiel, wenn Begrüßen im Café leicht wird, fragst du vielleicht nach dem Lieblingskuchen der Verkäuferin. Genau. Ein Schritt mehr. So wie man beim Hanteltraining das Gewicht leicht erhöht. Ich sage meinen Kursteilnehmern, erst klingelt ihr in Deutsch an der Tür, dann haltet ihr Smalltalk im Flur. Schönes Bild. Viele lachen, aber es funktioniert. Markus, wann hast du zuletzt bewusst Progression benutzt? Letzten Monat bei einem Webinar. Ich moderierte zuerst nur die Begrüßung. Beim nächsten Termin übernahm ich auch die Fragerunde. Super. Und wie war dein Gefühl? Erst Nervosität, dann Zufriedenheit. Jetzt plane ich, das ganze Webinar allein zu halten. Das ist eine klare Steigerung. Liebe Hörer, ihr könnt euch eine einfache Treppe vorstellen. Jede Stufe ist eine kleine neue Herausforderung. Bleibt auf der Stufe, bis sie bequem ist, dann weiter. Und wenn ihr mal abrutscht, kein Drama, einfach erneut treten. Richtig. Ein Muskel verliert Kraft, wenn man lange pausiert, aber er erinnert sich. Das nennt man Muskelgedächtnis. Beim Selbstvertrauen gibt es auch ein Mutgedächtnis. Schönes Wort. Mutgedächtnis speichert vergangene Erfolge. Darum ist das Erfolgsjournal so wichtig. Es füttert das Mutgedächtnis. Ich lese meine alten Einträge manchmal durch, wenn ich Zweifel spüre. Und? Hilft es? Sehr. Ich denke dann, das habe ich geschafft, also schaffe ich auch das. Genau der Effekt. Unser Gehirn liebt Beweise. Vielleicht machen wir kurz eine Übung für unsere Zuhörer. Gerne. Schließt kurz die Augen, wenn ihr könnt. Denkt an einen kleinen Erfolg der letzten Woche. Spürt das Gefühl im Körper. Vielleicht Wärme in der Brust oder ein Lächeln. Öffnet die Augen. Dieses Gefühl ist euer inneres Trainingsgewicht. Hebt es täglich an, immer wenn Zweifel kommen. Sehr einfache, aber starke Technik. Markus, sollen wir auch über realistische Ziele sprechen? Auf jeden Fall. Ein zu großes Ziel kann den Muskel zerreißen. Zum Beispiel, ich spreche morgen 1 Stunde frei vor 100 Leuten, ist für viele zu groß. Besser wäre, ich spreche morgen 10 Sätze vor 5 Freunden. Genau. Smart-Ziele helfen. Spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch, terminiert. Wir übersetzen das für A2. Klar, zählbar, lustig, machbar, mit Datum. Perfekt. So wird das Ziel greifbar. Ich setze mir gerade das Ziel, jede Woche einen neuen Namen im Haus zu lernen. Tolle Idee. Das fördert Sprache und Gemeinschaft. Sarah, hast du ein aktuelles Muskelziel? Ja, ich möchte in 3 Wochen ohne Notizen 10 Minuten über Bücher sprechen. Das ist machbar und klar. Ich übe täglich 2 Minuten. Das steigere ich langsam. Ich bin sicher, du schaffst das. Danke. Anerkennung ist übrigens auch ein Trainingsbooster.
Ja, wenn jemand gut gemacht sagt, fühlt man sich stärker. Deshalb sucht euch Trainingspartner. Gemeinsam wachsen macht Spaß und hält dran, Markus, ich denke, wir haben die Muskelidee gut erklärt. finde ich auch. Wir haben Training, Pause, Progression, Ziele und Partner behandelt. Dann leiten wir langsam zum Ende dieses Kapitels über. Gerne. Liebe Hörer, schreibt heute ein kleines Muskelziel auf. Und notiert einen festen Ruheplan dazu. Vergesst nicht, euren Erfolg zu feiern, egal wie klein. Wir vertrauen darauf, dass ihr stärker werdet, Schritt für Schritt. Im nächsten Kapitel fassen wir wichtige Punkte zusammen und suchen gemeinsame Erkenntnisse. Bleibt also dran. Holt euch einen Schluck Wasser oder streckt die Arme. Bis gleich, liebe Leute. Bis gleich. Gemeinsame Erkenntnisse. Willkommen zurück, liebe Zuhörer. Wir haben nun viel über Training und Wachstum gesprochen. Jetzt fragen wir uns, was verbindet alle unsere Punkte? Ja, Markus, ich sehe einen roten Faden. Selbstvertrauen entsteht aus kleinen, bewussten Entscheidungen, die wir täglich treffen. Genau. Jede Entscheidung ist wie ein Ziegel. Viele Ziegel bauen ein stabiles Haus. Ich mag das Bild. Ein Haus mit Fenstern für Licht, also Offenheit, und Türen für neue Chancen. Sehr poetisch. Mir fällt auf, dass wir immer wieder über Mut und Freundlichkeit gesprochen haben. Stimmt, Mut ohne Freundlichkeit kann hart wirken. Freundlichkeit ohne Mut bleibt manchmal still. Die Mischung macht stark und sympathisch. Das ist für Sprache genauso wichtig wie für andere Lebensbereiche. Markus, lass uns 3 gemeinsame Kernideen festhalten, die uns beide überzeugt haben. Gern. Erste Idee. Fehler akzeptieren, weil sie Lehrmeister sind. Zweite Idee, kleine, regelmäßige Schritte bringen mehr als große, seltene. Und dritte Idee. Unterstützung suchen, von Menschen oder Tools. Ich merke, wie beruhigend es ist, diese Punkte laut zu sagen. Mir auch. Es fühlt sich an wie eine innere Checkliste, die man immer bei sich trägt. Vielleicht basteln die Hörer eine echte Liste und hängen sie an den Schreibtisch. Super Vorschlag. Dann sieht man sie beim Lernen oder Arbeiten. Markus, wir haben beide Erfolge und Rückschläge erlebt. Was hat dir geholfen, nach einem Rückschlag weiterzumachen? Ganz ehrlich? Humor. Wenn ich über mich lachen kann, verliere ich die Angst. Ich auch. Und Musik. Ein Lied kann meine Stimmung komplett ändern. Gute Ergänzung. Vielleicht erstellt jeder eine Mood-Playlist. Ja, 3 Lieder, die sofort Energie geben. Liebe Hörer, schreibt gleich nach dieser Folge eure Songs auf. Und spielt sie laut, wenn Zweifel klopfen. Sarah, siehst du noch einen Punkt, auf den wir uns geeinigt haben? Ja, dass Pausen kein Zeichen von Schwäche sind, sondern Teil des Plans. Richtig. Pausen laden den Akku und schützen vor Resignation. Ich glaube, hier finden viele Menschen Gemeinsamkeit. Jeder kennt Erschöpfung. Eben. Gemeinsamkeit schafft Verbindung und damit neues Selbstvertrauen. Markus, wir könnten unsere Ideen in einem kurzen Satz bündeln. Wie wäre kleine mutige Schritte, viel Freundlichkeit, gute Pausen. Perfekt. Das passt auf einen Sticker. Vielleicht drucken wir ihn eines Tages. Haha, wer weiß. Dann kleben ihn Deutschlernende auf ihre Hefte. Das wäre cool. Aber Spaß beiseite, das ist wirklich die Essenz. Ich fühle, wie unser Gespräch rund wird. Wir nähern uns einem gemeinsamen Boden. Ja, ein Boden, auf dem alle stehen können, egal welches Sprachniveau. Das gefällt mir.
Ein fester Boden gibt Halt, um höher zu springen. Schön gesagt. Liebe Zuhörer, ihr habt nun Werkzeuge, um euren Sprung vorzubereiten. Und wir stehen hier, klatschen und feuern euch an. Ganz genau. Eure Reise ist einzigartig, aber nicht einsam. Markus, hast du noch eine letzte Frage an mich, bevor wir Richtung Abschluss gehen? Ja, welchen Minischritt wirst du heute noch tun? Ich werde im Supermarkt die Kassiererin nach ihrem liebsten Rezept fragen. Mutig und freundlich zugleich. Ich werde heute Abend meinem Nachbarn ein Kompliment machen, weil er immer die Blumen gießt. Klingt wunderbar. Vielleicht inspiriert das unsere Zuhörer, auch jetzt sofort eine Idee zu wählen. Ihr könnt es gleich aufschreiben. Mein Schritt heute und dann los. Und wenn ihr mögt, teilt es mit uns. Wir lesen alles gern. Sarah, ich denke, das ist ein schöner Moment, um zum Wrap-up überzuleiten. Finde ich auch. Unsere 3 Kernideen und unsere heutigen Schritte bilden ein gutes Ende dieses Kapitels. Kurze Zusammenfassung. Sarah, unser Austausch war heute wirklich rund und voll guter Energie. Finde ich auch, Markus. Die Stimmung war offen und ehrlich. Ich glaube, dein Satz über kleine Schritte und Freundlichkeit ist ein schöner Schlusspunkt. Stimmt. Soll ich alles, was wir besprochen haben, kurz zusammenfassen? Sehr gerne. Dann haben unsere Hörer einen klaren Überblick. Also hier die kurze Zusammenfassung. Wir haben zuerst erklärt, dass Selbstvertrauen kein Zustand ohne Zweifel ist, sondern die Fähigkeit, Fehler anzunehmen und weiterzugehen. Dann erzählte ich meine Buchladengeschichte, die zeigte, wie ein freundliches Wort Unsicherheit verwandeln kann. Wir sahen Unsicherheiten als Schatten, die Hinweise geben. Danach kamen 5 praktische Schritte: Komfortzone verlassen, Körperhaltung aufrichten, gut vorbereiten, monatliche Mini-Challenges starten und den inneren Kritiker umformulieren. Wir sprachen auch über Zusatzideen wie ein Erfolgsjournal, Mut-Playlist und Unterstützung von Freunden. Anschließend verglichen wir Selbstvertrauen mit einem Muskel, der durch kleine, regelmäßige Übungen und Pausen wächst. Schließlich erkannten wir 3 Kernideen. Fehler sind Lehrer, kleine Schritte wirken stark und Hilfe anzunehmen ist klug. Jeder kann heute schon einen Minischritt tun, wie ein Gespräch beginnen oder ein Kompliment geben. Damit endet die Zusammenfassung. Perfekt zusammengefasst, danke dir. Unsere Hörer haben jetzt einen klaren Fahrplan. Gerne, Markus. Ich hoffe, die Übersicht motiviert alle zum Handeln. Herzlicher Abschied. So, liebe Leute, wir sind am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Ja, es war wirklich schön, Markus. Ich fühle mich leicht und inspiriert. Geht mir genauso. Dein Buchladenerlebnis hat mich berührt und motiviert. Danke. Deine Beispiele mit dem Muskel und den kleinen Schritten waren auch super anschaulich. Ich finde, wir haben uns gut ergänzt. Das Gespräch war für mich eine Art Training in Freundlichkeit und Mut. Mir hat besonders gefallen, wie wir über Humor und Pausen gesprochen haben. Das vergisst man oft. Absolut. Und ich hoffe, unsere Hörer nehmen genau das mit. Lachen, Pausen, kleine Schritte. Vielen Dank, dass ihr heute wieder dabei wart, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Euer Feedback bedeutet uns viel. Schreibt uns gern, welchen Minischritt ihr heute macht. Oder teilt eure Mutlieder. Vielleicht entdecken wir neue Musik. Wir lesen jede Nachricht und freuen uns über jede Geschichte. Ich möchte mich auch bei dir, Markus, bedanken. Das Gespräch hat mir Mut gegeben. Danke gleichfalls, Sarah. Es ist immer ein Vergnügen, mit dir zu sprechen. Ich bin schon gespannt auf unser nächstes Treffen. Ich auch. Aber für heute sagen wir Tschüss und wünschen euch einen mutigen Tag.
Passt gut auf euch auf, gönnt euch Pausen und bleibt freundlich zu euch selbst. Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr Teil unserer Podcast-Familie seid. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis bald, macht's gut. Auf Wiederhören und viel Erfolg bei eurem nächsten kleinen Schritt. Kleiner Bonus. Oh, Sarah, das rote Licht blinkt noch. Das Mikro läuft. Echt? Dann nehmen wir doch einen kleinen Bonus für unsere Hörer auf. Gute Idee. Vielleicht eine Mini-Übung für die nächsten 60 Sekunden. Ja, liebe Zuhörer, schaut jetzt kurz um euch. Wählt einen Gegenstand, den ihr mögt. Ein Stift, eine Tasse, ein Foto, egal was. Sagt laut 3 Dinge, warum ihr den Gegenstand mögt. Einfach, ehrlich, laut. Zum Beispiel: Ich mag diese Tasse, weil sie blau ist, warm hält und mich an Urlaub erinnert. Genau. Diese Übung stärkt positives Denken und klare Stimme. Und sie dauert weniger als 1 Minute. Sofort umsetzbar. Wenn ihr fertig seid, spürt kurz, ob ihr euch etwas frischer fühlt. Ich mache es jetzt mit meinem Kugelschreiber. Bereit? Leg los! Ich mag diesen Stift, weil er leicht gleitet, gut in der Hand liegt und blau schreibt. Sehr schön. Deine Stimme klang gleich kräftiger. Danke. Was nimmst du? Meine kleine Sanduhr. Ich mag sie, weil sie ruhig macht, hübsch glitzert und genau 1 Minute läuft. Toll. Ich merke sofort eine freundliche Stimmung. Unsere Hörer können diese Übung überall machen. Im Büro, in der Küche, im Park. Und sie trainieren dabei Sprache, Haltung und Dankbarkeit. Vielleicht wird es ein Ritual vor wichtigen Gesprächen. Oder vor dem Deutschlernen. 3 Sätze laut sagen, dann Vokabeln üben. Ich werde das morgen in meinem Kurs testen. Berichte uns dann, wie es lief. Mache ich. Markus, haben wir noch einen schnellen Tipp? Ja. Lächeln, auch wenn niemand zusieht. Das sendet positive Signale ans Gehirn. Stimmt. Ein kleines Lächeln entspannt die Muskeln im Gesicht und im Kopf. Probiert es jetzt kurz, liebe Hörer. Hebt die Mundwinkel an und haltet. 3, 2, 1. Fertig. Wie fühlt ihr euch? Ich fühle mich gleich wärmer. Ich auch. So einfach kann Selbstvertrauen starten. Okay, das war unser Bonus. Jetzt machen wir das Mikro wirklich aus. Danke, dass ihr noch dran geblieben seid. Ihr seid die Besten. Bis bald. Tschüss und bleibt mutig. Feedback-Runde. Hallo nochmal, liebe Zuhörer. Wir wollten euch noch kurz um etwas bitten. Genau. Wir sammeln Fragen und Ideen für kommende Gespräche. Wenn ihr während dieser Folge eine Frage hattet, schreibt sie uns doch. Zum Beispiel, wo findet ihr Mut? Welche kleinen Schritte funktionieren am besten? Oder berichtet von einem Moment, in dem ihr über euren Schatten gesprungen seid. Eure Erfahrungen können anderen Mut machen. Wir lesen vielleicht einige Fragen in einer nächsten Episode vor. Das motiviert alle, weiter zu lernen und dran zu bleiben. Ihr könnt auch sagen, welche Übung aus der Folge ihr schon ausprobiert habt. Vielleicht auch, welches Lied ganz oben auf eurer Mood-Playlist steht. Ich liebe neue Musiktipps. Das bringt frische Energie. Also, wir freuen uns sehr auf eure Nachrichten. Danke, dass ihr Teil unserer kleinen Community seid. Jetzt verabschieden wir uns wirklich. Passt gut auf euch auf. Bleibt neugierig, freundlich und mutig. Tschüss zusammen. Auf Wiederhören.